Daniela war so nett und hat organisiert, dass wir in diesem Haus ermitteln dürfen. Das Alter des Hauses wird auf ca. 250 Jahre geschätzt. Aber weder das zuständige Gemeindeamt noch die Besitzer konnten uns Genaueres darüber sagen. Die letzten Bewohner sind vor einigen Jahren gestorben und seitdem ist alles geblieben, wie es damals war. Da das Gemäuer verlassen und alt ist, haben wir uns entschlossen, das Haus genau unter die Lupe zu nehmen. Eine Ermittlung ohne Vorkenntnisse, sozusagen die Reise ins Ungewisse. Wir haben geplant, den Ort zweimal aufzusuchen. Zuerst einmal, um zu sehen, was die Auswertung des ersten Besuchers ergibt und dann am zweiten Ermittlungstag anhand von den Ergebnissen Kontrollfragen zu stellen und nochmals zu ermitteln. Vielleicht ist es ja so, dass auch Seelen am Anfang eher zurückhaltend sind und sich mehr bemerkbar machen, wenn sie uns besser kennen. Wir begannen den Abend eigentlich zuerst mit einem Messgerät für Magnetfelder und Elektrosmog, um festzustellen, ob es in dem Haus irgendwelche Störquellen gibt und um die Katzometer-Ausschläge dann eher bewerten zu können. Aber es gibt auch Leute wie mich, die dann vergessen, bei der Kamera auf Rekord zu drücken. So. Gehen wir das erste Mal darüber, oder? Schau mal. Der ist jetzt wirklich extrem spooky. Ja. Das wird schon aus wie wirklich nur Sack. Ah, hat gerade ausgeschlagen. Gut. Du hast das Wort spooky nehmen oder ist das was sagen? So, wir sind heute hier, um nachzusehen, ob noch jemand in diesem Haus ist und wollen versuchen, mit euch zu sprechen, Kontakt aufzunehmen. Wir haben hier bei der Daniela ein Gerät in der Hand, das kannst du berühren. Wenn die Antwort ja ist, dann leuchten die Lämpchen auf. Der Chris hat ein Gerät in der Hand, das ist wie ein Mini-Tonbandgerät. Da kannst du hineinsprechen und wir können das dann später hören, was du sagst. Darum fragen wir mal, ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Lass mich mal vorbei.
Wir laden die Seelen, die in diesem Haus eventuell noch sind, ein, mit uns zu kommunizieren, wenn ihr das wollt. Ihr könnt dieses graue Gerät berühren und leuchten ein paar Lämpchen, so wie jetzt gerade. Oder in dieses Mini-Tonbandgerät sprechen. Das sieht man nicht so. Aber ausgeschlagen hat. Ja. Danke fürs Berühren. Dürfen wir dir ein paar Fragen stellen? Wenn ja, bitte berühre das Gerät noch einmal. Möchtest du mit uns kommunizieren? Das ist jetzt. Das war ich oder was? Und du? Der Carsten. Ja, stimmt. Läuft das Theremin noch? Greif mal, Dani, greif mal zu der Antenne hin. Da auf der Theremin. Zum Rennpad. Hä? Doch. Läuft noch. Wenn du dieses Gerät nicht berühren würdest, wir haben hier noch ein anderes Gerät, wenn du das so berührst, hörst du dieses Geräusch und die Lämpchen schlagen aus. So können wir auch sehen, dass du da bist, wenn dir das Gerät lieber ist. Brauchst eigentlich nur in die Nähe zu kommen. Hast du hier in diesem Haus gewohnt? Anscheinend nicht. Du kannst doch gerne Klopfgeräusche machen. Hat gerade wieder ausgeschlagen. Kannst du uns auf das Gerät, auf das Tonbandgerät sprechen, was in diesem Haus passiert ist? Was war dieses Haus früher einmal? Vielleicht möchtest du uns noch deinen Namen verraten. Bin das ich? Ja, Habe ich dir vorher schon gesagt. der Magen, glaube ich. Ja, Okay, war jetzt gut, dass ich das klingt aber nicht gut. Schauen wir mal in den nächsten Raum an. Nein, das Termin bleibt da. Das ist so kleine, das ist unsere Falle sozusagen. Die Frage ist natürlich auch Du. immer, Hast du das gerade drauf gehabt? Ich weiß nicht, ich habe es auf jeden Fall gesehen. Das hat jetzt Was hast du drauf gehabt? weißt du? das hat Hat komplett ausgeschlagen, aber volle Möhre. Ja, schon wieder.
berühre das Gerät noch einmal. Das war jetzt total arg, das hat richtig Vollgas. Ja. Aber schon. Sollen wir hier in diesem Raum bleiben? Sollen wir weitergehen? Ich befürchte Schlimmes, ich glaube, ich werde krank. Dann schauen wir noch eine Runde weiter, oder? Schauen wir mal weiter, das Haus ist ja groß. Wir kommen Das wieder. Haus ist groß. Es ist auch immer die Frage, welche Seelen wir da haben. Haben Sie da gewohnt oder sind Sie zufällig da? Kommt man es nur so vor, oder wird es da kühler? Da ist es wesentlich kälter. Es war gerade ausgeschlagen. Ja, nicht jetzt. Ja, das bin ich der Bewegungsmelder. Unser Bewegungsmelder funktioniert. Ja, die Falle gut. Falls sich in diesem Raum Seelen befinden, die mit uns kommunizieren möchten, wollen, dieses graue Kästchen berühren Wie schon leben. oder uns eine Nachricht in dieses kleine schwarze Ding sprechen. Das hat ausgeschlagen, krass. Hast du hier früher gewohnt? Bist du eine Frau oder Oh. bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Ein Mann? Ein Kind? Bist du die frühere Besitzerin dieser Wohnung? Wann ist die Besitzerin gestorben? 3 bis 5 Jahre, ich glaube 55. Okay. Soll ich den Namen probieren? Kannst du uns deinen Namen auf das Tonbandgerät sprechen? Bitte? Möchtest du uns ein bisschen was erzählen? Über das Haus, über die Geschichte des Hauses. Bist du alleine hier? Wenn ja, dann berühre das Gerät. Gibt es etwas, was wir für euch tun können? Anscheinend nicht. Und schon wieder läuft Findet ihr es. es störend, dass wir hier sind? Wir werden es rausfinden. Findet ihr es gut, dass wir hier sind? Ich glaube, die antworten nur, wenn sie wollen. Schauen wir irgendwie in einen anderen Raum, oder? Einen anderen Raum, oder? Einen anderen Raum, oder?
Das ist jedes Mal, wenn ich mit ihm zum Reden anfange, ist das die Kartmacher? Nein. Nein. Eine Frage. Ja. Bitte. Fühlt ihr euch gestört durch uns? Wenn ja, berührt dieses Gerät. Dürfen wir uns hier noch eine Zeit lang aufhalten? Na, dann schauen wir noch eine Runde. Wir haben noch einige Räume vor uns, oder? Das war gerade die Bestätigung. Okay. Dankeschön. Der erste Raum war wirklich unheimlich. Das Bett sieht irgendwie aus wie ein Sarg und die Stimmung ist sehr erdrückend. Es war wieder mal saukalt, so knapp über 0 Grad. Ein paar K2-Meter-Reaktionen waren jedenfalls festzustellen, aber die EVPs sind nur ganz schwer zu verstehen. Im zweiten Raum war das K2 schon etwas aktiver und die Antworten auch besser zu verstehen. Die Ausschläge könnten schon irgendwie auf eine direkte Antwort hinweisen. Unsere Handys waren jedenfalls aus und es war ein sehr schlechter Radioempfang in diesem Gebäude und es gibt auch kein WLAN. Wir gingen dann eine Runde mit der Kinect, um eventuell eine Bestätigung für die K2-Ausschläge zu bekommen. Das ist jetzt Alex. Ja. Das ist Ihr Lutz. Ihr filmt jetzt ab, weil das ist jetzt nicht mehr der Alex. Das Stativ ist es auch nicht. Wo ist denn das? Es steht aus. Das K2? Ja. Okay. Wo ist denn das? Jetzt ist weg. Das war doch da im Kasten oben, das ist spiegelverkehrt. Da ist das Stativ, da war das, oder? Mhm. Ja, und da ist aber nichts jetzt, wo man sagen könnte, die Kinect interpretiert da was rein. Nein. Interessant. Schau noch mal eine Runde. Achtung. Das ist wieder. Sie ist jetzt so anmerken, wenn das ist jetzt die Morgenkälter. Okay, könnte das der Kasten sein, wo sich die Kinect am Muster. Wo ist denn das genau? Das ist bei dem kleinen Kästchen. Das ist beim Bett. Es ist spiegelverkehrt. Im Bett. Geh mal näher hin. Geh mal in den Raum hin. Jetzt ist es weg. Jetzt haben wir es gestört beim Schlafen. Na, im Kasten interpretiert er nichts. Da ist jetzt wieder. Wo ist das genau? Das ist da. Da. Das ist genau bei dem Nachtkästchen da. Kannst du bitte einmal aufstehen, dich möglichst groß machen? Könntest du vielleicht dich noch größer machen? Und vielleicht einen Arm in die Höhe heben, bitte? Ja, genau so.
Wie ist denn dein Name? Haben wir dich jetzt verscheucht? Würdest du dich uns noch einmal zeigen, bitte? Na, jetzt ist es weg. Okay. Leider. Ja, es war gerade wieder da. Jetzt war es kurz da wieder. Weg. Wieder da. Der Alex ist nicht. Ist die außerhalb von der Kinect, oder? Ja. Könntest du dich bitte ganz groß machen und deinen Arm in die Höhe heben? Macht er was? Jetzt ist er so, was sitzt. Ja, sag ihm, dass er aufstehen, ob er aufstehen kann, bitte. Könntest du dich ganz groß machen? Einmal für uns? Bitte. Jetzt ist ein zweiter da. Bitte? Jetzt ist der zweite da. Wo? Ich Krass. sehe gar nicht. Das ist das Bett. Einer beim Kästchen, wie immer. Und der andere schwebt in der Luft. Und hat die Hand auf den zweiten. Lass mich mal schauen. Oh. Okay. Ich versuche nicht zum Verrückten. Stehen, oder? Siehst du es? Ja. Könntet ihr euch bitte beide so klein machen wie möglich? Das ist jetzt nicht, weil wir euch irgendwie am Nerv gehen wollen, sondern wir würden gerne wissen, ob ihr wirklich mit jemandem sprechen und wenn ja, ob ihr uns wahrnehmen könnt. Und darum möchte ich euch bitten, könnt ihr euch bitte möglichst klein machen, dann sehen wir das da auf dem Bildschirm. Mal schauen. Aber dort oben, da ist nur Wand. Ich leuchte mal hin. Das ist da. Okay. Sie machen sich klein. Jetzt wieder groß. Chris. Chris. Chris.
stell mich mal daneben hin, oder? Sag's mir mal, wenn ich daneben stehe. Jetzt ist wieder alles weg. Ich glaube, du bist durchgegangen durch die beiden. Einer ist wieder da, Ein Kästchen. beim Kästchen. Ja, Die Frage ist, ob er nicht das Kästchen als irgendwas interpretiert. ja. Vielleicht auch wegen der Antenne vom Rennbot. Aber das zweite. Jetzt ist es weg. Na, jetzt sind wir noch da. Wo? Hier wieder beim Kästchen. Allerdings schaut das aus, wie wenn er Aufsteht. Gymnastikübungen macht. Hier? Ein bisschen weiter noch. Ein Stückchen noch. Ja. Das berührt dich. Jetzt gehe ich ein Stück weg. Bin ich jetzt weg? Die Kamera hat die noch drauf. Aber sie Aber erfasst dich nicht. gut, könntest du, aber bin ich weg jetzt von der, Ja. von der Matrix? Könntest du bitte meine Hand berühren? Du darfst mich gerne berühren, wenn du möchtest. Die sucht irgendwas in der Lade. Kann das mal kurz erhalten? Möchte kurz dorthin. Natürlich. Das ist weg. Ist wieder da? Nein, Ja? nein, jetzt. Ich nehme mal den Rennpot weg Warte, und dann schauen wir, ob noch immer eine Gestalt kommt. Nein. Jetzt. Also doch, weil ich habe zuerst geglaubt, das ist vielleicht die Antenne vom Na, aber jetzt Rennpot. muss ich ehrlich sagen, jetzt könnte es sein, dass das Kastel die Matrix macht. Hast du mir hergeschaut kurz? Nein, Moment, nein, bewegt sich, ist nicht okay, Entschuldigung. Na, schauen wir mal. Na, gerade wie ich das sagen wollte, ich komme kurz hier, aber dass ich ausgestiegen Die Lade ist auch offen. Ich mache jetzt einmal die Lade zu. Es berührt dich, Chris. Jetzt ist es auf dir. Na, warte mal, du musst aufpassen. Nein, jetzt wieder beim Kastel. Das hat ich Chris auf jeden Fall definitiv jetzt berührt. Ist wieder da? Nein, es springt über die Zeit, ist kurz weg. Wenn wer da ist, bitte, du kannst meine Hand berühren. Jetzt sind zwei Leute, die sind neben dir. Muss mal schauen. Das ist definitiv nicht der Chris. Ja. Würdest du bitte meine Hand berühren? Also, Könntest du meine Hand berühren? warte, sie sind gerade wieder weg. Wieder da? Also ich glaube, dass das eine, das ist die Nachttischlampe mit dem Kasten. Das ist ziemlich menschenähnlich. Jetzt habe ich Chris drauf. In der Matrix? Wenn in diesem Raum irgendjemand ist, möge er sich bitte bemerkbar machen. Chris? Ja. Du hast Besuch. Schlägt die aus. Das ist direkt
direkt hinter dir. Mhm. Und das berührt dich. Genau. Und es hat sich groß gemacht. Ich sehe, du siehst. Kannst du hier im Raum etwas bewegen? Kannst du eine Lade öffnen oder etwas hinunterschmeißen? Draußen bei den Stufen liegt ein Ball. Kannst du diesen Ball hinunterschmeißen? Ausgeschlagen hat's. Und schmeiß bitte diesen Ball hinunter. Ich würde sagen, schauen wir noch, oder? Eine Runde. Dieser Raum ist zu viel. Ja. Warte mal. Da leider fast alle Teammitglieder krank wurden, springe ich, obwohl ich nicht dabei war, ein und versuche das Geschehene anhand der Auswertung zu schildern. Die Kinect streikt immer wieder beim Speichern der Aufnahmen. Zu Hause funktioniert es, aber unterwegs gibt es immer wieder Probleme. Alex hat sich darauf verlassen, dass die Aufnahmen gespeichert werden, aber wieder einmal war es dann nicht so. Auf unseren Kameramann Kurt ist Verlass und er hat instinktiv immer wieder das Display abgefilmt. Die Kinect muss sowieso mit Vorsicht interpretiert werden, da sie immer wieder versucht, Gegenstände als Mensch zu erkennen, wobei wir noch die simple Software verwenden, die wesentlich restriktiver arbeitet. Interessant war ganz am Anfang die Gestalt an der Mauer, wo gar nichts ist, das Fehlinterpretationen zulässt. Im Raum mit dem Sargbett gehe ich davon aus, dass zumeist das Nachtkästchen mit der Lampe als Person interpretiert wurde. Allerdings war auch immer wieder eine Matrix im Bett und Skelette, die sich im Raum bewegten, gepaart mit K2-Meter-Ausschlägen. Vielleicht sind die Seelen wirklich scheu und haben uns nur mal angetestet. Beim nächsten Abschnitt der Untersuchung hat sich das Team geteilt. Chris testete mit Daniela mal das Portal an, während Kurt und Alex eine Runde mit der Ghostbox machten. Aber lange dauerte die Ghostbox-Sitzung nicht. Das läuft. Wir sind aber weg. Wir gehen in den anderen Tag. Okay. Tschüssi. Tschüss. Bis später. Ist jemand bei uns? Sound aufkommen. Sound aufkommen. Nachtsichtsrekord, alles drauf. Habe ich schon, läuft schon. Fuck. Hier bitte melden. Wollt ihr mit uns reden?
mehrere. Ich verstehe es leider nicht. Das ist ein bisschen nichts Deutsches, aber das ist bitte melden, da habe ich verstanden. Ich frage noch einmal, möchtet ihr mit uns reden? Ist jemand hier, der mit mir sprechen möchte? Es dauert irgendwie so, als würden wir Schatten huschen im Augenwinkel. Ist gerade jemand hier bei mir in der Nähe gewesen? In welchem Jahr ist dieses Haus gebaut worden? Christian. Christian. Ungefähr das auch verstanden. Zweimal. Wollt ihr mit Christian reden? Frag du mal was, vielleicht wollt ihr mit dir reden. Würdet du uns euren Namen verraten? Und holt die an. Wozu diente dieses Haus? Wann ist die letzte Person aus diesem Haus gestorben? Jeder kommt. Komm, gleich mal raus. Dani, was ist los? Ich hab jetzt sofort raus müssen. Wieso? Ich habe das Gefühl gehabt, jemand drückt mir die Luft ab. Echt? Ich habe richtig Panik jetzt bekommen. Wo ist der Chris? Er ist noch drinnen. Ich soll euch holen. Okay. Komm her, mal. Komm raus. Was war jetzt? Bleib mal ein bisschen draußen. Das war schier. Was ist passiert? Also ich bin da gesessen, wir haben normale Fragen gestellt.
haben wir dann den Namen Christian gehört. Dann habe ich gesagt, ja bitte Christian, frag du bitte mal was, sie wollen vielleicht mit dir reden. Auf einmal habe ich das Gefühl bekommen, es zieht sich alles zusammen. Es war ein richtig unangenehmes Gefühl, mir war nicht kalt, sondern ich habe einfach eine Panik auf einmal bekommen. Dann habe ich gesagt, ich muss raus, dann ist er stativ gestanden. Hat sich Ich habe dann mal so, nein, das hat sich nicht bewegt, aber ich habe dann so geschaut, habe die Decke weggeschmissen und bin raus. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr. Ich wollte eigentlich heulen, ich wollte schreien, ich wollte einfach noch raus. Das war jetzt richtig, ich kenne das nicht. Okay. Soll ich vorgehen? Das geht eh. Magst du vorgehen? Ich will nicht mehr da rein. Ich bin immer noch hier. Und ihr könnt gerne mit mir kommunizieren. Ich komm rein und hör Hallo. Chris, was los? Die Dame hat die Krise gekriegt. Was war? Nix. Okay. Ein paar Mal Chris habt ihr gehört, oder wie? Ja. Und dann? Man hat gesagt, sie muss raus. Was machen wir? Die Nachrichten aus dem Portal, nachdem Dani den Raum verlassen hatte, waren schon heftig. Irgendwie wirkt es bedrohlich gegenüber Chris. Da waren schon heftige Aussagen dabei. Danach sind Kurt und Alex noch einmal eine Runde mit der Ghostbox gegangen, während Daniela zusammen mit Chris eine Pause einlegten. Es war absolut wichtig, dass sich Dani vom Schreck erfängt und auch, dass jemand bei ihr ist, bevor das Team entschied, ob es an diesem Abend noch weitermacht oder nicht. Das ist fein. Dani geht's gar nicht gut, gell? Ja, schaut auch nicht gut aus. Bitte? Schaut auch nicht gut aus. Siehst du die Augenringe, siehst du das? Weiß ich nicht, was Komisch. machen wir da weiter, der Chris kümmert sich jetzt um die Dani. Ja, ja, wir machen weiter. Und dann schauen wir. Mhm. Also,
Weiß hier jemand, warum es der Daniela auf einmal so schlecht geht? Die Daniela sagt, sie ist berührt worden und ihr geht es gar nicht gut. Weiß jemand was darüber? Wolltet ihr der Daniela Angst machen? Hinter dir habe ich jetzt einen Schatten wieder gesehen. Okay. So rüber, Richtung Daniela und Chris. Und es gibt uns viele Schatten, ne? Das links oder Schon klar. wo da draußen noch nichts sein sollte eigentlich. Ja. Stört euch die Daniela oder stören wir euch? Was ist denn mit der Daniela passiert jetzt? Unsere Absicht ist nur mit euch zu sprechen. Wir wollen hier nichts kaputt machen und auch nichts verändern. Die Daniela ist jetzt richtig erschrocken. War das jemand von euch? Wer ist denn noch hier mit uns im Haus? Die letzte Mieterin, die vor 3 Jahren gestorben ist, sind Sie noch hier bei uns? Und wollten Sie der Daniela etwas sagen? Jeder, der hier ist, ist eine Gelegenheit, um seine Botschaft zu übermitteln oder sich bemerkbar zu machen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir von euch ein Zeichen bekommen würden,
Aber bitte, ohne dass jemand wie die Daniela dann furchtbare Angst hat. Wer mich schon ein wenig kennt und ein aufmerksamer Zuseher ist, hat sicher bemerkt, dass ich immer wieder schnell und spontan auf gewisse Stellen geschaut habe. Das Ergebnis der Ghostbox war eher bescheiden, aber dafür habe ich im Augenwinkel immer wieder Schatten gesehen. Das waren nicht diese bekannten Müdigkeitserscheinungen. Man merkt es am Video nicht so, aber während der Runde bin ich ein paar Mal richtig erschrocken und musste öfter hinsehen. Ich fühlte mich auch irgendwie wie gejagt. Zu dem Zeitpunkt war ich derjenige, dem es nicht gut ging. Das war auch der Grund dafür, dass ich gleich einmal am Weg alle Fallen abgesammelt habe. Eigentlich wollte ich für diesen Abend Schluss machen. Nach der Runde war es aber wieder besser und wir haben uns daher entschlossen, noch ein Handy-Experiment durchzuführen. Gehen Sie aus dem Bild? Okay. Jürgen und ich waren letztens bei der Hütte noch einmal und haben das Handy-Experiment gemacht. Und da ist die Verbindung dreimal also nicht abgerissen. Also es war wirklich, es hätte nur aufgelegt. Wir versuchen es hier jetzt noch einmal. Die erste Frage ist, was ist denn mit Daniela jetzt passiert vorher oben? Hat jemand versucht, Daniela zu berühren? Wer ist denn noch in diesem Haus? Ist noch eine Frage? Was war das? Wer war das? Wir würden zwar gerne mit euch sprechen, doch bitte ohne Übergriffe dieser Art. Ihr könnt euch durch das kleine Tonbandgerät bemerkbar machen. Ihr könnt gerne klopfen, Geräusche machen. Wenn es möglich ist, über das Portal mit uns sprechen oder hier über die Telefone. Ich stelle auch gerne eine Frage anders. Warum? Dieses Haus ist schon ziemlich alt, ist in diesem Haus etwas passiert, etwas Schreckliches. Wozu wurde dieses Haus verwendet? Was war dieses Haus ursprünglich einmal? Wir würden es gerne noch einmal mit dem Portal probieren.
Es wäre schön, wenn ihr uns ein paar Fragen beantworten könntet. Möchtest du noch was fragen? Wir hätten gerne möglichst viele Informationen über das Haus und über die Bewohner, die einmal gewohnt haben. Und diesmal legt wenigstens niemand auf. Also wirklich bei der Hütte dreimal, ja, hintereinander einfach aufgelegt beim vollsten Empfang. Ich hab's gesehen. Ja. Man hört jetzt auch oben keine Geräusche, ist total ruhig. Also ich geschaut, ob die Ladungen wieder offen sind. Zuerst waren sie nicht mehr offen. Waren sie nicht offen? Hast du beobachtet? Mhm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, versuchen wir es nochmal in ein paar Tagen. Okay. Dass ein K2-Meter neben einem Mobiltelefon oder Router ausschlägt, dürfte jedem bekannt sein. Es kommt definitiv auf die Positionierung und Entfernung vom Messgerät an, da das K2 nicht auf die LTE-Wellen reagiert, sondern ausschließlich auf die EM-Strahlung vom im Handy verbauten Sendeempfangsmodul. In diesem Fall, also beim Handy-Experiment, schlug das K2 immer wieder voll aus, aber eben eher langsam und gleichmäßig und nicht typisch für ein Handysignal. Auf der Tonspur der Kamera, die beim Telefon stand, waren immer wieder Geräusche zu hören, obwohl keiner im Haus war. Nach dieser kurzen Auszeit ging es uns wieder so weit gut und deshalb starteten wir zusammen noch eine Portalsitzung. Nachdem wir vorhin so rüde unterbrochen wurden, sitzen wir nun wieder hier. Derjenige, der hier ist, oder mehrere, ihr könnt gerne mit uns reden, allerdings ohne Besetzung einer Person. Möchtet ihr mit uns reden? Könnt ihr einen unserer Namen sagen? Dann sag doch bitte einen unserer Namen. Sie. Okay, bitte. Warum wurde Dani vorhin so angegriffen? Das wird schon wieder knapp. Wollt ihr mit uns reden? Könnt ihr uns was über dieses Haus erzählen? Wir würden bitte gerne
wissen, wie alt dieses Haus ist. Und ist noch jemand hier in diesem Haus, der uns nicht kennt, für den wir Fremde sind? Hat voll ausgeschaut. Möchtet ihr, dass wir uns einmal vorstellen? Nein, das haben wir ja schon gemacht. Ja. Aber noch einmal. Mein Name ist Daniela. Was ist Was war das? Keine Ahnung. War jetzt so schnell. Also mein Name ist Daniela. Christian? Alex? Und wir interessieren uns sehr für die Geschichte dieses Hauses und für die Menschen, die hier gewohnt haben. Gefahr. Ich habe es nicht verstanden. Ihr seid in Gefahr. Das habe ich jetzt verstanden. Ja, müssen wir auswerten. Sind wir in Gefahr? War das jetzt direkt? Eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Ich habe es nicht verstanden. Also sind hier noch Personen anwesend, die uns nicht kennen, für die wir hier Fremde sind. Wem hat dieses Haus einmal gehört? Gegenüber von mir hängt ein Bild mit einem Porträt einer Frau. Ist diese Frau auf diesem Bild hier anwesend? Das kann rausgeschaut. Würdest du uns bitte sagen, wie du heißt? Vorher haben wir hier im Schlafzimmer jemanden gesehen und wir haben auch immer wieder Schatten gesehen. War das jemand von euch? Fühlt ihr euch gestört durch uns? Macht sie kurz weiter, ich will das SD-Karte für die zweite Karte. Ja. Diese Frau auf dem Bild, warst du das, die Dani
vorher so in Panik versetzt hat? Möchtet ihr mit uns reden? Würdet ihr euch wohler fühlen, wenn wir gehen? Dieser Ort, wo dieses Haus steht, was ist hier vor wie viel 100 Jahren? Mindestens. Vor 200 Jahren passiert? Könnt ihr uns was über den Ort erzählen? Wozu diente dieses Haus im Ersten und im Zweiten Weltkrieg? Haben die Nazis dieses Haus besetzt? Wie viele von euch sind hier anwesend? Was passiert, wenn der Körper stirbt? Auf der ganzen Welt, unabhängig von den Kulturen und von den Religionen, wird bei Nahtoderlebnissen immer wieder berichtet, dass es ein weißes Licht gibt. Ein wunderbares, weißes, wärmendes Licht und einen Tunnel. Und dass man erwartet wird.
Stimmt das? Gibt es einen Ort, den wir als Himmel bezeichnen? Ich kann da viel sagen, man kann überhaupt viel zu dem Thema sagen, aber viele Sachen wieder anders. Ich kann halt nur das verfolgen, was meine Ideen sind. Oder das, wo ich mich bewege und mache, vorstelle. Und darum wollte ich fragen, gibt es eine Zwischenwelt? Also wenn ihr hier drauf drückt, heißt das ja. Okay. Sie werden angeschaut, ja. Das habe ich irgendwie anders verstanden. Was hast du verstanden? Wir sind alle schon hier. Ich habe jetzt verstanden, wir werden angeschaut. Sie werden angeschaut. Seid ihr alle schon hier? Und wir werden angeschaut. Sitzen wir auf euren Plätzen? Sollen wir hier sitzen bleiben? Vor mir steht eine wunderschöne alte Vitrine. Kann mir jemand sagen, aus welchem Jahr die stammt? Da stehen sehr schöne Gläser und Porzellan drinnen, Kristallgläser, sehr schöne Teekannen. Wem gehört denn das? Ich habe jetzt von mir verstanden, als erster. Wer ist denn mir? Hast du einen Namen? Würdest du uns deinen Namen bitte verraten? Möchtest du uns deinen Namen sagen? Wart ihr ein Ehepaar?
Hattet ihr auch Kinder? Ist es euch lieber, wenn wir über das K2-Meter miteinander kommunizieren? Das K2 Meter ist dieses blaue Gerät. Das leuchtet, wenn ihr euch nähert. Sozusagen kann dieses Gerät eure Anwesenheit spüren und dann leuchten Lämpchen. Das stimmt. Wenn ihr wollt, ihr könnt es gerne noch einmal versuchen. Ob die Lämpchen noch leuchten. Also wäre es euch so lieber. Sollen wir das Portal laufen lassen? Dieses Haus ist ja sehr groß. Wir haben mit den derzeitigen Besitzern gesprochen. Wir dürfen auf jeden Fall noch ein zweites Mal vorbeikommen. Das wird auch notwendig sein. Vielleicht lernen wir uns da besser kennen. Und vielleicht brauchen sie einfach auch, dass sie sich an die Situation gewöhnen. Wäre das für euch in Ordnung, wenn wir ein zweites Mal kommen würden? Sind wir hier willkommen? Sind hier Wesenheiten, die uns nicht wohlgesonnen sind? Schlägt voll aus. Sind wir in Gefahr? Was? Geht's weg? Bei dieser Untersuchung konnten wir meiner Meinung nach sehr gute Ergebnisse erzielen. Es scheint, als wäre ein Kind im Alter von 5 Jahren gestorben. Ein Ehepaar, das gemeinsam begraben wurde, fällt mir auch noch ein. Und der Name Elfriede kam öfter vor. Als wir den Hauseigentümer im Nachhinein fragten, wie die Dame, die in dem Hausabschnitt wohnte, hieß, erstarrte ich einen Moment. Ihr Name war tatsächlich Elfriede. Wir werden uns genauere Notizen über die gesammelten Aussagen machen, um dies im zweiten Teil der Ermittlung noch einmal gegenzuprüfen. Der Schwerpunkt jedoch wird der kleine Junge und die Aussagen bezüglich Christian sein. Sollten wir bei der zweiten Ermittlung Bestätigungen zu unseren Ergebnissen bekommen, wäre das für uns sehr aussagekräftig und ein toller Erfolg. Weiters werden wir noch einen anderen Abschnitt des Hauses unter die Lupe nehmen. Im zweiten Teil begleitet uns eine gute Freundin und Social-Media-Administratorin Sabrina und es wird ein weiterer Kameramann dabei sein. So können wir uns aufteilen und wesentlich genauer untersuchen.
Gruselig ist es in dem Haus auf jeden Fall und wir sind schon sehr gespannt, was die zweite Ermittlung bieten wird.